Solltest du als Christ eine Waffe haben? Und was sollten wir als Christen über Waffen denken? Herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Es geht in diesem Video über Christen und was Christen von Waffen halten sollten. Weil es immer mehr Gewalt gibt, in Teilen von Syrien, da unten im ganzen Bereich, aber auch in unserer westlichen Welt, finde ich das Thema, was Christen von Waffen halten sollen, sehr wichtig. Viele Menschen fordern Waffen, fordern Schusswaffen, dass jeder Mensch sie benutzen kann. Andere sagen, nein, Schusswaffen weg, sind ganz schlimm. Und deswegen möchten wir einen Blick in die Bibel werfen. Was sagt Gott zu dem Gebrauch von Waffen und sollten Christen Waffen besitzen? Kommen wir zu dem Thema Waffen in der Bibel. Wir haben das Beispiel der Apostel, die Waffen besaßen. In der Nacht, in der Jesus verraten wurde, bat er seine Anhänger, Schwerter zu bringen. Sie hatten 2 dabei, was Jesus für ausreichend hielt. Lukas 22, 37 bis 39. Als Jesus verhaftet wurde, schnitt Petrus, einen Diener des Hohenpriesters, das Ohr ab. Johannes 18,10. Jesus heilte diesen Mann sofort, Lukas 22,51, und bezahlt Petrus, seine Waffe wegzulegen. Johannes 18,11. Petrus besitzt ein Schwert und wurde nicht verurteilt, sondern nur, weil er es falsch verwendet hat. Bei einer anderen Gelegenheit wurden die Soldaten von Johannes getauft. Auf die Frage, was sie tun sollen, um für Gott zu leben, sagte Johannes ihnen: Erpresst niemanden durch Drohungen oder falsche Anschuldigungen und begnügt euch nicht mit eurem Lohn. Lukas 3,14. Johannes sagt also nicht, legt eure Waffen ab. Spannend, oder? Du darfst uns übrigens gerne abonnieren. Und noch eine Bibelstelle. Und dann ist da noch David, der Gott lobte. Und er sagte, der meine Hände für den Krieg und meine Finger für den Kampf trainiert. Psalm 141,1. Das Alte Testament erhält viele andere Beispiele von gottesfürchtigen Männern, die Waffen besaßen und benutzten. Meistens im Rahmen von Kriegen. Die Bibel verbietet einem Christen nie, eine Waffe zu besitzen. Aber sie bietet einige Prinzipien, die es zu beachten gilt. Erstens sind Christen dazu berufen, Friedensstifter zu sein. Matthäus 5,10. Ein Christ, der den Kauf einer Waffe in Betracht zieht, sollte im Gebet darüber nachdenken, ob dies zur Friedensstiftung beiträgt. Prinzip Nummer 2, der Zweck einer Waffe. Zweitens sollte ein Christ nur eine Waffe für einen Zweck besitzen, der Gott ehrt. 1. Korinther 10,23. Der Einsatz für Waffen bei Jagd oder Militär- oder Strafverfolgungszwecken oder Selbstverteidigung kann Gott ehren. Dennoch sollte eine Person über die Motive nachdenken, eine bestimmte Waffe zu besitzen. Und Prinzip 3, halte dich an Gesetze. Drittens sollst du als Christ dich an öffentliche Gesetze halten, einschließlich der Waffengesetze. Wir sollen im Namen der Regierungschefs beten, die unsere Gemeinschaften und Nationen beaufsichtigen, steht in 1. Timotheus 2, 1-2. Also fassen wir zusammen, eine Waffe ist keine Sünde. Letztlich gibt es nichts Sündhaftes daran, eine Waffe zu besitzen. Eine Waffe kann im eigenen Kontext nützlich und sogar notwendig sein. Gleichzeitig sollten Christen sorgfältig über ihre Motive und ihre Zwecke beim Besitz einer Waffe nachdenken. Und natürlich, lokale Verordnungen sollten befolgt werden. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann darfst du uns gerne abonnieren und darfst in dieses Video reinschauen, ob Morden im Krieg Sünde ist. Finden wir ganz spannend. Wir sehen uns bald wieder. Ciao.